Du hast wahrscheinlich in der Schule, auf der Uni oder in deiner Ausbildung als Landwirt gelernt, dass die Wurzel eigentlich nur einen Sinn und Zweck hat, und zwar Nährstoffe und Wasser aus dem Boden zu ziehen, damit sie oben wachsen kann. Aber es ist mindestens genauso bedeutend, wenn nicht sogar bedeutender, was die Wurzel an Ausscheidungen im Boden macht. Das heißt, die Wurzel scheidet permanent verschiedenste Stoffe aus und füttert so das Bodenleben und sorgt letztlich dafür, dass die Pflanze besser wachsen kann. Wie das funktioniert, wie du das beeinflussen kannst, welche Bedeutung das für die Landwirtschaft hat, das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farbe Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sprechen über die Wurzelausscheidungen, wir sprechen über Bodenleben, über den Organismus lebenden Boden. Warum machen wir das? Du bist Landwirt, du bist Ackerbauer. Warum sollten wir uns mit dem Bodenleben beschäftigen? Die Antwort ist ganz einfach, weil es um die Wirtschaftlichkeit geht. Wenn wir es schaffen, einen funktionierenden, lebendigen Boden zu halten und dabei unsere Pflanzen in der Kulturführung auch gut voranzubringen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir letztlich die Möglichkeit, wirtschaftlicher arbeiten zu können. Warum? Ein lebendiger und stabiler Boden, der schafft auch Stabilität gegenüber extremen Ereignissen, gegenüber Stresssituationen. Wetterextreme, hohe Temperaturschwankungen, Trockenheit, Extremniederschläge, all diese Dinge, die kann ein funktionierender, lebendiger Boden besser abfördern, schafft letztlich Resilienz. Deswegen müssen wir uns als Landwirte so intensiv damit beschäftigen, wie wir es hinkriegen, den Boden als lebenden Organismus zu verstehen und nicht nur als Sandsubstrat, Tonsubstrat, wo unsere Pflanzen drin geführt werden. Denn so können wir wirtschaftlicher Ackerbau führen. Und das ist der Grund, warum ich dieses Video aufnehme, warum ich mich sonst auch so intensiv damit beschäftige, weil ich davon überzeugt bin, dass das der Schlüssel für einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Ackerbau ist. Das heißt, Bodenleben ist von zentraler Bedeutung für wirtschaftlichen Ackerbau. Wie können wir das Bodenleben eigentlich steuern? Das ist ganz einfach. Es gibt zwei Faktoren, die das Bodenleben stark beeinflussen. Das ist erstens mal der Eingriff von dir oder mir als Landwirt. Das ist der chemische Eingriff mit Düngemittel und Pflanzenschutzmittel und das ist der mechanische Eingriff mit Bodenbearbeitung. Grundsätzlich gilt, je weniger wir in den Boden eingreifen, desto besser ist es, ein diverses, funktionierendes Bodenleben zu haben. Das ist genauso mechanisch wie auch chemisch der Fall. Und das ist natürlich auch deshalb nicht pauschal zu sagen, der Ökolandbau, der Biolandbau ist besser fürs Bodenleben, denn da passiert üblicherweise mehr Bodenbearbeitung. Oder umgekehrt zu sagen, konventioneller Ackerbau ist besser, weil da kann man mit chemischer Hilfe weniger Bodenbearbeitung machen. Beides dieser Aussagen sind pauschal falsch. In beiden Varianten, im Ökolandbau, im konventionellen Landbau, gibt es Systemansätze, wie man das Bodenleben optimal fördert. Und es gibt aber auch Ansätze oder Vorgehensweisen, wo das Gegenteil der Fall ist. Das heißt, hier schließen wir mal pauschal Aussagen aus. Entscheidend ist, je weniger, desto besser für das Bodenleben, für den stabilen, lebendigen Boden. Erster Faktor, um das Bodenleben beeinflussen, ist also das. Der zweite ist, und der ist wahrscheinlich der wichtigere Faktor ist, wie können wir Bodenleben beeinflussen und steuern? Durch die Pflanzen, die wir am Acker haben. Das sind unsere Kulturen und das sind Zwischenfrüchte, vielleicht Beisaaten und Untersaaten. Mit diesen Pflanzen steuern wir das Bodenleben eigentlich hauptsächlich, denn mit den Wurzelausscheidungen, die diese Pflanzen haben, füttern wir das Bodenleben, steuern, kontrollieren wir das Bodenleben, fördern das in gewisse Richtungen, hindern gewisse andere Mikroben und Organismen im Boden. Das heißt, das ist der zentralste Faktor, wenn es um Bodenleben geht, lebende Pflanzen und ihre Wurzelausscheidungen. Und ich spreche oft in den Videos von Wurzelausscheidungen. Was ist das eigentlich? Wie es an der Wurzel die Möglichkeit gibt, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen, gibt es genauso die Möglichkeit auch, Stoffe auszuscheiden. Das fängt an mit relativ einfachen Stoffen, wie zum Beispiel Zuckerverbindungen, die können unmittelbar und direkt von den Mikroben im Boden als Futter, als Energie verwertet werden. Das heißt, der Kohlenstoff, der von der Pflanze aus dem CO2 in der Luft mit Hilfe der Photosynthese gebunden wird, der wird in die Pflanze gebracht und dort ausgeschieden. Und da gibt's Studien oder Schätzungen in der Wissenschaft, die gehen von 5% bis zu 20% des gesamten Kohlenstoffs, den die Pflanze aufnimmt, der wird im Boden wieder ausgeschieden. Es geht dann auch noch weiter bei den Wurzelausscheidungen, da wird es schon ein bisschen komplexer in Richtung organische Säuren. Da gibt es die Zitronensäure, Oxalsäure, Apfelsäure. Es gibt also Verbindungen, die den pH-Wert senken, ein saures Milieu machen. Das hat unter anderem den Vorteil, gewisse Nährstoffe besser zu bekommen. Zum Beispiel Phosphor, der in einem sauren Milieu sich leichter lösen lässt. Da gibt es Pflanzen, die spezialisiert sind, die bekannt dafür sind, besonders saures Milieu rund um die Wurzeln zu haben, wie zum Beispiel der Buchweizen oder die Lupine mit den kompakten Wurzeln, wo eben ein besonders saures Milieu geschaffen wird.
Die Pflanzen gehen dann noch einen Schritt weiter und scheiden sogar Aminosäuren aus. Also das sind schon komplexer zusammengesteckte Moleküle, das sind die Bausteine von Eiweiß. Das heißt, die Pflanzen investieren Energie, produzieren Aminosäuren, also Eiweißbausteine und scheiden die aus. Das sind Stickstoffquellen, wiederum Quellen, Energiequellen und Bausteinquellen für die Bakterien, für die Pilze, für die Einzeller, für die Mikroben, die im Boden leben. Und da geht es sogar noch weiter. Sie scheiden phenolische Verbindungen, sogenannte phenolische Verbindungen aus. Das sind, wie zum Beispiel bekannte Verbindungen davon ist Benzol oder Metaboliten, das heißt sekundäre Metaboliten, sagt man dazu, das sind Stoffwechselprodukte, das heißt schon komplexe Verbindungen, die in der Pflanze mit biochemischen Prozessen hergestellt werden, die werden ausgeschieden im Boden. Die Pflanze investiert also richtig viel darin, die richtigen Verbindungen auszuscheiden und da teilweise auch richtig komplexe Verbindungen. Was macht sie damit? Sie stimuliert gewisse Aktionen im Boden. Sie sorgt dafür, dass bestimmte Mikroben gefördert werden, mit diesen speziellen Verbindungen gefüttert werden, aber auch in die andere Richtung. Diese Pflanze kann damit auch Pathogene, die der Pflanze wehtun, abhalten, indem sie bestimmte dieser phenolischen Verbindungen oder Stoffwechselprodukte ausscheidet. Sie kann auch diese sogenannten allopathischen Wirkungen, die bestimmten Pflanzen nachgesagt werden. Also das ist wie ein Bodenherbizid im übertriebenen Sinn gesagt. Diese Verbindungen sorgen dafür, dass andere Pflanzen sich in diesem Milieu rund um diese Wurzel nicht wohlfühlen. All das sind Ausscheidungen, komplexe Ausscheidungen, die im Boden umso komplexere Auswirkungen auf dieses System haben. Und der am weitesten entwickelte Stoff oder Verbindung, die dann ausgeschieden wird, das sind hochmolekulare Verbindungen. Das ist dieser Schleim, der dafür sorgt, dass gerade bei den jungen Pflanzen an den Feinwurzeln Bodenteilchen, Tonteilchen, die Erde dran hängen bleibt. Dieser Schleim, der auch für Bodenstruktur schafft, natürlich nicht auch nur ausschließlich von der Wurzel, was hergestellt wird, aber auch sehr stark von der Wurzel, der kommt auch aus der Wurzel und wird dort ausgeschieden. Das heißt, alles in allem gibt es da eine Vielzahl an verschiedenen komplexen Stoffen, von einfachen Zuckern bis zu hochmolekularen Verbindungen, Schleimstoffen, die von der Wurzel ausgeschieden werden und die insgesamt dafür sorgen, dass so ein großer Anteil des Kohlenstoffs aus der Luft in den Boden gefördert werden, um am Ende das Bodenleben zu fördern, und das wiederum macht die Pflanze. Warum? Ganz einfach aus Überlebenstrieb. Warum investiert die Pflanze so viel? Weil es in der Evolution sich offensichtlich gezeigt hat, dass das ein Weg ist, um effizient Nährstoffe zu bekommen, um effizient wachsen zu wollen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich, zu verstehen. Die Pflanze macht das ja nicht umsonst. Die schenkt ja nicht umsonst Energie, Aminosäuren, Kohlenstoff und andere komplexe Stoffe in den Boden her, damit dort irgendwas passieren kann, sondern die macht das aus Eigennutz, und zwar ausschließlich aus Eigennutz, manchmal vielleicht über zwei Ecken gedacht, aber aus Eigennutz, damit sie besser wachsen kann. Zwischenfrüchte so individuell wie dein Betrieb, das gibt's bei unserem Yours to Grow Programm. Wir entwickeln deine maßgeschneiderte Zwischenfrucht, artenreich, vielfältig und perfekt für dich abgestimmt. Das Ganze gibt's auf 25 Hektar. Klick jetzt auf den Link und erfahre mehr. Wie viel wird da jetzt ausgeschieden? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, der Anteil ist relativ hoch, aber das ist unheimlich schwierig zu messen. Da kann man sich vorstellen, wie will man Wurzelausscheidungen messen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt da Studien dazu, die sich meistens dann einzelne dieser Stoffe angesehen haben, die Säuren angesehen haben, die Aminosäuren angesehen haben, die Zucker angesehen haben. Aber das ist sehr, sehr schwierig zu messen. Aber es ist ein eklatanter Anteil, denn letztlich muss man sich immer vor Augen führen, das ist ja der einzige Weg, wie im Boden was passieren kann. Ja. Der Kohlenstoff, den wir brauchen, um im Boden Humus aufzubauen, ja, um ein Leben zu haben, um Organismen zu haben, der kann nur durch die Pflanzen kommen. Die einzige andere Möglichkeit, die wir Menschen versucht haben, ist mit Hilfe des Pflugs, überspitzt gesagt, organische Masse in den Boden zu bringen. Der hat sich aber nicht als sonderlich effizient erwiesen, im Sinne jetzt des Förderns von Bodenlebens, des Fördern des Humusausbaus. Ich möchte jetzt keine Pflugdiskussion vom Zaun brechen, aber was ich damit sagen will, ist, Organismen im Boden können nur gefördert werden durch die lebenden Pflanzen und entsprechend viel und massig an Wurzelausscheidungen, um dorthin zu kommen, braucht's und gibt's. Das sind von den einzelnen Stoffen oft sehr wenige, aber diese Gesamtheit macht eine Masse aus und die Gesamtheit verändert dann das Biom im Boden in gewisse Richtungen. Da gibt's auch Unterschiede zwischen den einzelnen Pflanzenarten. Gräsern wird nachgesagt, dass sie besonders viel Wurzelausscheidungen haben. Es gibt aber auch Unterschiede in den Sorten, komme ich dann später nochmal zurück. Aber insbesondere beim Mais weiß man, dass in der Maiszüchtung diese Mykorrhizierung, also das ist ja die Symbiose der Maispflanze mit einem Pilz, damit die Maispflanze besser Wasser bekommt, den Boden besser Phosphor bekommt. Diese Symbiose funktioniert ja genauso. Die Maispflanze schenkt dem Pilz sozusagen
Fett, die schenkt dem Pilz Kohlenstoff, Zucker, damit dieser Pilz wachsen kann. Und im Gegenzug, im Handel dagegen, bekommt die Maispflanze über den Pilz besser Wasser, besser Phosphor, was auch immer. Es hat sich aber gezeigt, dass im Zuge der Züchtung, der jahrzehntelangen Züchtung, da nie ein Augenmerk darauf gelegt worden ist, weil es einfach offensichtlich nicht Züchtungsziel war und dass dadurch bestimmte Sorten gar nicht mehr oder auch sehr, sehr schlecht mykorrhizieren und andere Sorten besser mykorrhizieren. Das heißt, Sorten spielen eine besondere Rolle, Pflanzenarten, Sorten und ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wie stark die Wurzelausscheidungen sind, also das Bodenleben gefüttert werden, ist der Entwicklungsstadium der Pflanze. Da ist es so, dass die Pflanze, je jünger sie ist, desto mehr Wurzelausscheidungen macht sie. Auch das ist logisch und nachvollziehbar, macht irgendwie Sinn, solange die Pflanze in der vegetativen Phase ist. Das heißt, Masse aufbaut, sich etabliert, Wurzeln baut, Blätter entwickelt, damit sie stark wird. Solange solange sind auch die Wurzelausscheidungen sehr stark und sehr, sehr intensiv. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Pflanze in Richtung generatives Wachstum geht, also ab dem Zeitpunkt, ab dem der gesamte Fokus der Pflanze auf Vermehrung, Samenreife, Samenentwicklung ist, ab dem Zeitpunkt hat die Pflanze natürlich auch nicht mehr sehr viel Interesse, sich im Boden weiterzuentwickeln, sondern jetzt geht's dann nur mehr darum, Samen zu produzieren und sich selbst zu vermehren. Und ab dem Zeitpunkt brechen die Wurzelausscheidungen ein und verändern sich auch in der Art und Weise, wie sie sind. Das heißt, das Entwicklungsstadium ist sehr wichtig. Das ist bei uns im Zwischenfruchtmanagement immer ein Thema zu berücksichtigen. Je früher die Blüte ist, desto früher hören natürlich diese Wurzelausscheidungen in starkem Maße aus. Auch hier im Zwischenfruchtmanagement immer ein gewisser Kompromiss. Und das ist auch der Grund, warum so zweistufige Zwischenfrüchte mit einer frühen Zwischenfrucht im Sommer und einer späteren Stufe im Herbst so sinnvoll sind und so viel für das Bodenleben leisten können. Das heißt, das Stadium ist ganz wichtig und was sich auch zeigt und was auch ganz interessant ist und wichtig zu wissen ist meines Wissens ist, dass diese Wurzelausscheidungen sehr, sehr stark von der Umwelt im Boden, von den Umweltfaktoren sind. Da gilt, je stressiger die Situation ist, je mehr Nährstoffmangel ist, je trockener es ist, je widriger die Bedingungen sind, desto mehr Wurzelausscheidungen machen die Pflanzen. Da gibt es eine Studie, beim Mais zum Beispiel, wo man gesehen hat, da hat man sich so speziell auf Trockenheit gezüchtete Sorten angesehen, Hybridsorten angesehen und hat gesehen, dass bei Trockenheit die Ausscheidungen, die Säureausscheidungen wesentlich stärker sind, wie wenn keine Trockenheit vorherrscht. Das heißt, der Mechanismus, um Nährstoffe zu kommen bei Trockenheit, schlägt da ein. Auch das ist logisch. Wenn die Pflanze völlig versorgt ist mit allem, was sie braucht hier unter der Erde, genügend Wasser, genügend Nährstoffe, dann hat sie keinen Anspruch, kein Ziel, irgendwie ins Wurzelwachstum zu investieren, beziehungsweise in die Ernährung der Mikroben zu investieren, denn sie hat ja alles und das, wie gesagt, umsonst macht sie das nicht. Das Gleiche ist ja bei Knöllchenbakterien, bei Leguminosen. Diese Knöllchenbakterien, die dafür verantwortlich sind, dass in den Knöllchen, an den Wurzeln der Leguminosen Stickstoff aus der Luft gebunden wird und dann für die Pflanze zur Verfügung gestellt wird. Diese Symbiose aus Leguminosen mit Knöllchenbakterien, die funktioniert auch nur dann, wenn die Leguminosen Stickstoff brauchen. Wenn sehr, sehr viel Enmin im Boden vorhanden ist für die Sojapflanze oder für die Erbse oder für den Klee, dann schenkt die Pflanze keinen Kohlenstoff, keine Energie an diese Knöllchenbakterien, denn das braucht sie nicht. Das heißt, je widriger die Bedingungen sind, desto mehr Wurzelausscheidungen passieren, desto mehr Fokus ist auf die Wurzelproduktion und die Ausscheidungen der Pflanze. Und auch hier gibt es im Zusammenhang mit Zwischenfrüchten eine ganz, ganz interessante Studie, die ich schon in einem anderen Video mal in einem anderen Zusammenhang gezeigt habe. Wir schauen uns in diesem Video jetzt aber nur an den Versuchsstandort Riesdorf 2016 und 17. Da gibt es diese Linie und ober der Linie in den Balken werden für die verschiedenen Pflanzenarten in diesem Versuch, also Faselie, Sandauf und so weiter, ober der Linie die organische Masse oberirdisch dargestellt und unter der Linie die Balken stehen für die unterirdische Biomasse. Grundsätzlich ist es in dem Versuch unter anderem darum gegangen, zu zeigen, dass Mischungen dieser Partner immer effizienter sind im Biomasseaufbau unter der Erde wie auch über der Erde. Hier aber besonders interessant und hervorzuheben ist dieser Vergleich aus 2016 und 2017. Selber Standard, grundsätzlich selber Bedingungen, aber 2016 war ein sehr, sehr trockenes Jahr und im Boden war sehr, sehr wenig Enmin zur Verfügung. Was war das Ergebnis? Der Zwischenfruchtbestand war komplett katastrophal ober der Erde. Man sieht diese ganz kleinen Balken, es war nicht viel Biomasse da. Unter der Erde aber komplett anderes Bild. Extrem viel Biomasse, gleich viel oder sogar mehr wie im Jahr 2017, wo es feucht war, wo genügend Enmin da war und genügend Niederschlag war, wo auch oberirdisch viel da war.
aber unterirdisch die Wurzelmasse teilweise sogar geringer war wie im Trockenjahr. Das bedeutet fast, ist dafür ein Schluss für uns daraus zu ziehen. Der Schluss ist, das, was wir oberirdisch bei den Pflanzen sehen, insbesondere bei den Zwischenfruchtpflanzen, denn da geht es uns ja eigentlich nur um die Bodengesundung, um den Aufbau von Bodenfruchtbarkeit. Was wir da oberirdisch sehen, das ist nicht so von Bedeutung. Das kann uns zwar ärgern, weil es nicht so schön ausschaut, aber unterirdisch passiert in diesen Stresssituationen, in diesen Jahren, wo die Witterungen sehr schlecht sind, ist teilweise gleich viel oder mehr wie in den guten Jahren. Und die Pflanze sorgt dann selbst dafür, dass sie mit Hilfe der Wurzelarchitektur, mit Hilfe der Wurzelausscheidungen optimal sich ernähren und das Biom ernähren kann. In einer anderen Untersuchung, die wir selbst beauftragt haben, haben wir uns dann auch angeschaut, okay, gibt es jetzt Unterschiede in den Sorten im Zusammenhang mit der Stimulierung des Bodenlebens? Konkret haben wir ein Forschungsprojekt in Deutschland gemacht letztes Jahr oder machen lassen. Wir selbst, also als Farm to Farm, weil wir uns ja, und jetzt ein kleiner Hinweis in eigener Sache, als wir ja selbst Zwischenfruchtmischungen produzieren, diese entwickeln, auch individuelle Mischungen für dich und deinen Betrieb ab 25 Hektar. Und entsprechend wichtig ist es mir auch hier, dass wir uns da weiterentwickeln. Und deshalb haben wir ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, wo wir uns angeschaut haben, verschiedene Sorghumsorten. Sorghum als Zwischenfruchtpflanze funktioniert sehr cool, ist eine C4-Pflanze, sehr trockenheitstolerant, also für diese frühen Aussaaten sehr, sehr gut. Und da haben wir uns immer angeschaut, gibt es bei diesen Sorghumsorten, bei diesen verschiedenen Sorghumsorten Unterschiede in der Mykorrhizierung. Das heißt, wie hoch ist die Affinität, der Wille der Pflanzen, eine Symbiose mit der Mykorrhiza einzugehen. Das war ein Top-Versuch und den haben wir in Deutschland machen lassen. Und das Ergebnis war ganz klar, dass es Unterschiede gibt. Also wir eine Sorte identifizieren konnten, an der wir jetzt da weiterarbeiten möchten, eine Sorte identifiziert konnten, die mehr mykorrhiziert. Das heißt, die eher eine Symbiose mit der Mykorrhiza eingeht. Und das wollen wir ja im Zwischenfruchtanbau. Wir wollen ja ein Biom schaffen, fördern und steuern, das uns dann in der Folgefrucht, im Mais oder in der Sojabohne besonders hilfreich ist. Und wenn wir da Pflanzen haben, die besser mykorrhizieren, dann haben wir natürlich mehr von diesem Pilz im Boden. Und natürlich, wenn die Zwischenfrucht abstirbt, das ist ganz klar, dann hört natürlich auch unter der Erde diese Aktivität der Organismen, der Mikroorganismen auf. Aber das Potenzial an Mykorrhiza-Pilz, das bleibt natürlich vorhanden. Je weniger Eingriff wir selbst machen mit Mechanik, Bodenbearbeitung etc. Das Potenzial bleibt natürlich da und wenn ich dann den Mais da hineinlege, ist das Umfeld jetzt spezifisch auf die Mykorrhiza gesehen besser. Und das kann man jetzt natürlich auf das gesamte komplexe Bodenleben sehen und deshalb versuchen wir ja ein artenreiches, diverses Bodenleben zu fördern, damit wir in der Zeit der Zwischenfrucht diesen lebendigen Organismus Boden bestmöglich fördern, dass die Mikroben bestmöglich sich entwickeln und ernähren können, Nährstoffe aufschließen können, vielleicht Pathogene unterdrücken können. Denn ein diverses Biom sorgt dafür, dass einzelne Pathogene nicht so stark werden können, weil sie in diesem diversen Umfeld sich nicht so stark etablieren können. Und das können wir mit diesen artenreichen Zwischenfruchtmischungen ideal als Werkzeug, um das Bodenleben in die richtige Richtung zu steuern. Das heißt, Bodenleben und Wurzelausscheidungen hängen ganz stark miteinander zusammen, ist ein hochinteressanter Bereich. Im Ackerbau können wir das beeinflussen durch unsere Eingriffe auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch den Einsatz der richtigen, im besten Fall Pflanzen, und zwar viele Pflanzen, viele verschiedene Pflanzenarten, viele verschiedene Pflanzfamilien, um ein artreiches Bodenleben zu fördern, um viele Mikroorganismen im Boden zu fördern. Das sind unsere Stellschrauben, mit denen wir versuchen, einen stabilen, resilienten, lebendigen Boden aufzubauen, um am Ende wirtschaftlich arbeiten zu können. Ich hoffe, dass Sie aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert und wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.